Immer so, oh. Ja, sowas ist ja auch, die Kollegen haben gepflügt, aber konnten das leider nicht. So Leute, herzlich willkommen Leute, da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück. Sieht aus wie eine Wiese, oder? Erinnert ihr euch noch? Ziemlich am Anfang der Saison habe ich gesagt, jo Leute, ich habe eine Fläche dazu bekommen, da sieht es katastrophal drauf aus. Da müssen wir erstmal Grund reinbringen, dann haben wir erstmal Geraste mit der Scheibenecke ausgebracht, dann habe ich gesagt, dann lassen wir das erstmal ausgrünen und dann kommt der Totalherbizid. Voila, da sind wir Totalherbizid. Und all das, was ihr seht, ist alles Quecke. Also hier wird Queckenvermehrung par excellence gemacht. Und überlegt mal, das ist nicht mal nesterweise mehr, das ist einfach utopisch viel. Das ist einfach wahnsinnig viel. Ja, deswegen kommt hier erstmal Mais her. Mit Mais haben wir eine sehr, sehr gute Möglichkeit, überhaupt da was zu bereinigen. Also wir haben ja grundsätzlich das jetzt über Winter bekommen. Und das heißt, welche Möglichkeiten haben wir hier? Mais, Sonnenblumen, eine Erbse, Sommergetreide. Sommergetreide fällt bei mir weg, weil es nicht gut performt. Ein Hafer schaffen wir keine Qualität, weil Wasser fehlt. Ein Weizen, ein Sommerroggen, Sommertritikal ist alles viel, viel schlechter. Weil wir halt kalt sind, zu wenig Vegetationszeit haben. Ja, was haben wir denn noch? Oder, nee, dann haben wir eigentlich schon fast alles aufgezählt. Sonderkulturen fällt völlig flach, weil da haben wir überhaupt keine Möglichkeit, chemisch Pflanzenschutz vernünftig zu machen. Also guck mal, wie dick das hier ist. Das sieht aus wie Rasen. Können wir bald den ersten Schnitt machen. Also wie viele Möglichkeiten haben wir hier überhaupt? So, jetzt fangen wir mit der Erbse an. Erbse, ja, wir haben die Möglichkeit der Gräserherbizide. Sie sind aber nicht wirklich gut und wir haben wenig Möglichkeit, auch andere Unkräuter nach dem Feldaufgang zu regulieren. Bei der Erbse zusätzlich fällt da auch erstmal raus, dass wir relativ früh hier rauf müssen bei der Erbse, sodass wir dann ja relativ rummoddern müssen, weil wir es ja mehrmals durchbearbeiten müssen, bis eine Erbse raufkommt. Zusätzlich brauchen wir bei der Erbse super glatten Acker fürs Dreschen später. Also fällt die Erbse schon mal ziemlich weg. Sicherlich für die Nährstoffaneignung des Bodens wäre ganz okay, aber Geraste sind in der Hinsicht auch ganz geil, weil wir bringen erstmal volles Spektrum an Nährstoffe hier rauf, die wir dann erstmal haben. So, eine Sonnenblume ist noch schlimmer als Erbse im Prinzip. Wenn wir keine Sun Express haben, also keine pointerresistenten Sorten, dann haben wir eigentlich nur die Möglichkeit der Vorauflaufbehandlung. Ja, eine Gräserbehandlung können wir hinterher noch machen. Das war es dann aber auch schon. Also da haben wir ja eigentlich noch weniger Möglichkeit. Bei Mais ist es aber hinsichtlich so, dass ziemlich gute und viele Herbizide inzwischen schon existieren und auch sehr, sehr starke Gräserherbizide. Nicosulfuron zum Beispiel wäre einer dieser Wirkstoffe, der relativ hart ist, muss man sagen. Der tut dem Mais auch ein bisschen weh, keine Frage. Aber da haben wir noch die Möglichkeit der Nachregulierung. Dadurch haben wir dann auch relativ lange erstmal so ein bisschen diesen Schutz drauf. Und nach Mais haben wir immer eine sehr, sehr reine Fläche. Und dann können wir gucken, was wir danach machen. Ob wir auf den Roggen gehen zum Beispiel. Oder ein Weizen würde sich vielleicht anbieten. Aber da müssen wir erstmal vielleicht nächstes Jahr abwarten. Interessant wäre auch in der Hinsicht noch ein zweites Mal Mais tatsächlich zu machen, um die Fläche richtig schön reinzubekommen, weil wir da haben dann nochmal die Möglichkeit der Ausgrünung. Ja? Wenn wir jetzt nach dem Mais sofort das Getreide packen, dann haben wir dieses Ausgrünen nicht mehr. Und dann haben wir es schon in der neuen Kultur und müssen dann relativ teuer wieder behandeln, wenn wir behandeln müssen. Beim Mais nach Mais hätten wir aber dann tatsächlich die Möglichkeit, das jetzt genau so nochmal ausgrünen zu lassen, nochmal zu behandeln. Ne? Und dann würden wir das sicherlich irgendwann auf ein gutes Niveau haben, sodass wir ja, da auch gar nicht mehr so viel brauchen. Also bei mir auf meinen Schlägen ist Quecke eigentlich kaum noch ein Problem. Vielleicht kommt das mal über einen Rand so mal ein bisschen reingewachsen. Ne? Man hat ja öfter mal mit seinem Nachbarn zusammen so einen Rand, ja, wo jeder irgendwie so 50 cm abbleibt. Und in diesen Streifen passiert dann oftmals auch kein Pflanzenschutz und von da kommen meistens auch die Gräser rein. Sowas in der Art. Ne? Das kann man schon mal haben. Oder man hat dann so eine nasse Ecke, wie wir zum Beispiel, wo ich letztens den 8RX
unfahrbar gemacht habe, also beziehungsweise wo er da stecken geblieben ist. Da ist auch so eine Stelle, da hat man regelmäßig Gräser. Obwohl ich eigentlich da an der Stelle zum Beispiel keine wendende Bearbeitung schon seit Jahren mehr mache, weil es da eigentlich immer diese eine nasse Stelle ist und weil da immer viel Gräser wachsen und weil wir sonst immer Probleme haben, habe ich da die letzten Jahre eigentlich immer Direktsaat gemacht. Und das Gräserproblem war auch eigentlich ganz gut im Griff und aktuell sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Wie weit sind wir aber gänzlich aktuell? Wir sind aktuell am 1. Mai. Wir haben heute Tag der Arbeit, 1. Mai, und wir müssen natürlich arbeiten. Verrückterweise ist es ja immer so. Oh. Ja, sowas ist ja auch. Die Kollegen haben geflügt, aber konnten das leider nicht. Wir haben 1. Mai, Tag der Arbeit. Und wie es verrückterweise so ist, und ich verstehe es auch nicht, ist immer zu Sonntagen, Samstagen, Feiertagen, ist es immer windstill und man hat immer Bedingungen zum Arbeiten. I don't get it, Leute. I don't get it. Ich habe die letzten Tage schon wieder nur nachts gearbeitet, weil es immer Wind war und ich konnte einfach keinen Pflanzenschutz ausbringen. Nur nachts die ganze Zeit. Und jetzt heute Nachmittag, also es ist meine erste Spritze hier. Ich habe heute schon mal ein paar Hektar weggedrückt an Pflanzenschutz. Mit Totalherbizid. Wir müssen ja noch zu den Sonnenblumen mit Vorauflaufherbizid. Da ist es besser, wenn es tatsächlich nachts ist, weil da ist es besser, wenn der Boden eigentlich feucht ist und der Wirkstoff sich oberflächlich so ein bisschen verteilen kann und sich so wie so ein Film auf den Boden legt. Und wenn wir da Wasser haben, dann haben wir halt diese schnelle Verdunstungsrate, sodass der Wirkstoff dann nicht ganz so gut wirkt. Er wirkt, aber nicht ganz so gut. Und deswegen für den besseren Erfolg ist das eher die Variante. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Totalherbizid einmal vorgezogen. Ja, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert eigentlich auch am besten bei warmer Witterung. Also nachts funktioniert das auch, keine Frage. Und auch sicherlich auch ein Stück vielleicht besser, weil dann die Wirkstoffe doch deutlich besser aufgenommen werden, weil Wasser halt immer da ist. Jetzt ist es aber so, durch die warme Wüchsige wird es halt aufgenommen und relativ schnell verstoffwechselt. Ja, und viele fragen dann immer, wie schnell wirkt sowas? Ja, eigentlich innerhalb von Stunden. Man sieht das aber relativ spät. Glyphosat ist halt ein sehr, wie mag man das bezeichnen? Ein sehr lascher Wirkstoff gegenüber einigen Dingen, die wir inzwischen in der Landwirtschaft an Wirkstoffen haben. Ja? Also wir haben Produkte, wo die Pflanzen nach 12 Stunden anfangen zu welken und die Ohren hängen lassen. Und deswegen sieht man das nicht ganz. Man kann das so, ja, nach einem Tag sieht man auch so ein ganz leichtes Anwelken, aber bei weitem nicht richtig schlimm. Es ist halt wirklich sehr, sehr marginal. Wir müssen mal gucken, ob das reicht. Ja, kann man genau bis in die Kante rein. Hier war nämlich auch so eine nasse Stelle im Frühjahr. Da. So, dann haben wir das hier fertig. Und jetzt kann ich das fahre ich zum Hof und mische das erste für die Sonnenblumen an. Und ja, ich denke mal, bis ich dann Wasser gefüllt habe. Und bei den Sonnenblumen haben wir relativ viel Wirkstoff. Da fahren wir 3,5 Liter auf dem Hektar. Gibt es verschiedene Produkte. Der Wirkstoff ist meistens ähnlich. Ich will immer keine Werbung für irgendwelche Produktnamen machen. Die Pflanzenschutzindustrie verdient eigentlich genug. Jo, und das dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ich 30 Hektar mit einer Spritze mache, 200 Liter auf dem Hektar Wasser und wir haben 3,5 Liter Wirkstoff, könnt ihr euch ausrechnen, sind 105 Liter auf dem Hektar, also 105 Liter Wirkstoff oder Spritzmittel, ist ja noch nicht mal der Wirkstoff, Spritzmittel in der ganzen Spritze, und das dauert halt ein bisschen, das ganze Zeug da reinzukippen. Deswegen können wir, denke ich mal, schon davon ausgehen, wenn wir es jetzt rechtzeitig anfangen. Wir haben jetzt 18:34 Uhr, dass ich nachher so gegen 19:15 oder so, würde ich sagen, bin ich auf dem Acker. So würde ich das eigentlich sagen, so 19:15 ungefähr. Genau, ich habe Wachstumsregler jetzt fertig gefahren. Was kann ich euch dazu sagen? Ich habe alles mit dem Sensor gemacht. Also wirklich alles mit dem Isaria-Sensor, und ich bin da auch gespannt, wenn wir da schon die Tage was auswerten können. Also man sieht wirklich auch Bereiche, wo Gärreste gefahren wurden und wo nicht, und er sieht die auch. Man hat nicht mehr diesen Sortenkorrekturwert. Das heißt, man hat ja öfter mal eine helle und eine dunkle Sorte nebeneinander. Und bei dem Sensor ist dieser N-Stickstoffindex aber gleich. Ja, wenn wir die Sorte wechseln, der verändert sich da nicht.
Wir hatten ja vor den Jahren und da war es ja so, dass jede Sorte mit einem eigenen Korrekturfaktor eingestellt werden musste, sodass der Sensor das richtig übersetzen kann. Das haben wir bei dem hier nicht. Das ist ein Vorteil. Ich habe da drüben ja im Prinzip den Dinkel, den Emmer, den Hartweizen und richtigen Weizen, alles nebeneinander. Und ja, da jedes Mal eine andere Sorte einstellen, wäre wahnsinnig viel. Was muss ich euch bis jetzt sagen? Ein interessanter Punkt, und ganz viele haben das gefragt, ist jetzt, Hannes, wie mischst du denn an, wenn du nicht weißt, für wie viel du brauchst, wegen dem Sensor? Ich meine, du gibst den Sensor ja eine Menge vor. Also du machst deine Brühe und ich sag mal, du gehst von 200 Liter auf einen Hektar aus. So, da mischst du deinen Wirkstoff an und dann sagst du, okay, er darf jetzt meinetwegen 30% nach unten und nach oben regulieren. Und in der Regel ist es so, dass du am Ende auch tatsächlich ungefähr bei diesen 200 Liter landest. Aber von Schlag zu Schlag unterscheidet sich das schon. Das heißt, einige Schläge gehst du mit 80%, 90% Wachstumsregler weg, durchschnittlich. Und auf dem anderen fährst 110. Und genauso ähnlich ist es mit dem Dünger. Klar, ich habe jetzt bei dem Dünger, was jetzt glaube ich 3,7 Tonnen, die wir behalten haben. Aber beim Wachstumsregler ging es letztendlich auch genau auf. Wirklich auf dem Hektar genau ging es auch mit der Menge auf. Wobei ich bei der ersten Applikation tatsächlich noch für 6 oder 7 Hektar zu viel habe. Aber über die gesamten Flächen hat es nachher gestimmt. Aber nach wie vor wäre es natürlich so, ja, was machst du denn, wenn es am Ende nicht reicht? Dann müsste man sich darauf vielleicht ein bisschen einstellen. Ich habe hier 1000 Liter Frischwasser dabei. Da müsste man sich vielleicht sagen, okay, das wären noch 5 Hektar, dann nimmst du noch Mittel für 5 Hektar mit und dann guckst du, wie viel am Ende noch übrig ist und dann musst du auf dem Feld nochmal schnell anmischen. Das wäre eine Variante. So, ich mische erstmal ein und dann kommen wir nachher nochmal dazu. So, ich will euch einmal das hier zeigen, wie es jetzt hier sozusagen fertig aussieht. Hier stand Körnermais. Beachtlich, wie viel davon überhaupt noch da ist. Also wir haben hier nur Striptoe gemacht, dann eine Aussaat und haben das nochmal mit der Güttlerwalze abgegüttlert, sodass wir oben schön feines, ja, Saatbett ist es ja oben drauf nicht, aber eine schön feine Bodenstruktur haben, wo das Bodenherbizid dann gut drauf haftet und sich verteilt. Also große Klumpen sind da nicht förderlich. Deswegen muss es möglichst fein sein. Wir haben das letztes Jahr auf einen Teil gemacht und haben zum Beispiel auf eine Fläche in Funklochhausen nur das Vorgewende gemacht. Und wir hatten eine deutlich bessere Wirkung im Vorgewende. Wir hatten zum einen ein bisschen besseren Feldaufgang. Ich glaube, weil hauptsächlich haben wir die Sonnenblume da noch flacher gelegt. Wir haben sie dieses Jahr wirklich auf 3 bis 4 Zentimeter gelegt. Und ich vermute, weil wir da ein paar Stängel drin hatten, dass wir da flacher gelegt haben. Und nachher in der Reihe war es nachher nicht ganz so gut. Da haben wir nicht mal abgegüttlert. Abgüttlern könnte auch so ein Krus sein, oder? Mal eine Runde abgütteln. Oh, ja. Gut, wir lassen diese Fantasie. So sieht es aus. Also ihr seht, da ist relativ wenig Kraut überhaupt an der Oberfläche. Also hier wäre Spot Spraying ideal für den Vorauflauf. Nochmal zusätzlich mit dem Totalherbizid. Dann wird man diese paar Nester wunderbar in den Griff bekommen. Da seht ihr, das ist ganz, ganz wenig, wie viel man jetzt oben drauf überhaupt hat. Das zu begrüßen. Und wir können das Thema Pflanzenschutz mal abgreifen. Und zwar ist das so eine Fläche hier, wo die Anwohner auch so ein bisschen sensibel sind und ja, wirklich jede Pflanzenschutzbehandlung sehr, sehr gut sich beäugen oder durchdenken. Und hier ist es zum Beispiel so ein Punkt. Wir haben hier Mais gehabt, das heißt, wir hatten 2022 eine einzige Pflanzenschutzbehandlung. Und wir haben jetzt Sonnenblumen. Und auch 2023 ist das dann hier eine einzige Pflanzenschutzbehandlung. Das heißt, wir haben hier exakt jedes Mal in jedem Jahr ein Bodenherbizid gefahren, ansonsten keine Insektizide, keine Fungizide, nichts weiter. Und das zeigt einfach, dass bestimmte Kulturen wirklich geil sind in der Hinsicht, weil wir da wenig Pflanzenschutz brauchen. Das ist natürlich im Tausch, wenn wir zum Beispiel Raps betrachten. Raps haben wir letztes Jahr einmal Vorauflauf, einmal Gräser im Nachauflauf, einmal Insektizid. 3 Behandlungen waren es letztes Jahr. Genau, 3 Behandlungen waren es letztes Jahr und dieses Jahr einmal Herbizid, einmal Insektizid bis jetzt und einmal kommt noch eine Blütenbehandlung. Das heißt, wir haben 6-mal Pflanzenschutz. Aber es ist auch eine völlig andere Kultur, kann man nicht vergleichen. Wenn man jetzt eine Kartoffel sich angucken würde, dann kommen wir auf 10-mal ohne Probleme. Und wenn wir uns jetzt ein Getreide angucken, kommen wir vielleicht auf 3- und 4-mal.
Ja? Also so ist jede Kultur einfach verschieden. Und man kann das einfach nicht über einen Kamm scheren und sagen, ja, da wird aber ständig gespritzt. Ja, man muss gucken, welche Kultur das ist. Und gerade der Mais hat natürlich wahnsinnig gute Möglichkeiten, einfach nur ein einziges Mal zu fahren und dann ist Ruhe. Und auch beim Mais haben wir auch wirklich die Möglichkeit, viel Unkrautdruck mitzunehmen. Also wirklich, sage ich mal, selbst die Fläche jetzt nach dem Bewuchs, also wenn wir jetzt Triptil machen würden und die wäre komplett voller Vogelmiere, haben wir da trotzdem die Möglichkeit, wenn der Mais nachher im Zweiblatt ist, einmal rüber zu fahren und das wird picobello sauber. Aber was der Mais gar nicht kann, ist Unkrautdruck oder beziehungsweise Konkurrenzdruck im frühen Stadium. 2 bis 6 Blätter ist er am sensibelsten. Und da kann man tatsächlich schon die Hälfte seines Ertrages verlieren, weil er da so dermaßen drunter leidet. Aber es geht. Man bekommt auch riesen Roggenpflanzen da noch raus und auch riesen Weizenpflanzen, ja. Aber er hat halt Konkurrenzdruck, das mag er nicht. Und was zusätzlich bei mir auf dem Standort ist Wasser ein Thema. Und wenn da, ich sag mal, es gibt ja so viele schöne Ideen, die man umsetzen kann. Du hast einen Roggenbestand und dann machst du das Triptil und dann legst du da den Mais rein und dann spritzt man den Roggen ab und dann wächst der Mais da raus. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Aber der Konkurrenzdruck ist wahnsinnig hoch im Roggen. Also der muss dann wirklich, wenn der Mais rauskommt, muss dann da wirklich auch Schluss sein mit dem Roggen. Und zum anderen, in der Zeit, in dem Frühjahr, bis der Mais da rauskommt, hat er mindestens 100 Liter Wasser weggenascht. Und bei mir sind 100 Liter Wasser eine Welt. Also wirklich, das ist enorm viel. Wenn man sich das anguckt, hier so das Licht. Hallo, hat die GoPro sich aufgehangen? Nee. Wenn man sich das Licht hier so anguckt, ist das auch so prädestiniert für Drohnenaufnahmen. Aber ich habe die nicht mit und ich muss ehrlich sagen, ich scheue mich so ein bisschen immer, die Drohnenaufnahmen mit reinzunehmen. Weil Pflanzenschutz ist ein sensibles Thema. Und an den falschen Händen ihr wisst, was die Medien daraus machen. Aus diesem Sprühen und wie es auch immer heißt. Dabei ist Sinn und Verstand der wichtigste Punkt beim Pflanzenschutz. Ist immer wieder die erste Frage, wie kriege ich es ackerbaulich anders gelöst? Und wie kriege ich das ganzheitlich gut gelöst? Ich bin nun mal ein Verfechter von Minimalbodenbearbeitung, deswegen ist Hacken und Striegeln und mehrfache Bodenbearbeitung nicht für mich drin. Ich habe ja das interessante Vergleich, ich habe ja da drüben, mein Nachbar ist ja Bio und gerade dieses Queckenproblem, was wir da haben, der hat es auch jetzt seit dem 2. Jahr übernommen und das stellt ihm im Bioanbau jetzt da diese enormen Quecken wegzubekommen vor einer riesen Herausforderung. Letztes Jahr war da Mais, der war nahezu ein Totalausfall und er hat, ich würde sagen, er hat geflügt. Nee, ich glaube, er hat gegrubbert, geflügt, das Triptil gehackt, gestriegelt. Irgendwie so, war enorm viel Aufwand. Und noch dieses Jahr steht da jetzt Luzerne. Bin gespannt. Weil die Frage ist, wie kriegt man die Quecke weg alleine mit, ja, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht häufige Schnittnutzung, vielleicht ein Ackergras und dann wirklich eine sehr, sehr häufige Schnittnutzung. Das wäre jetzt meine Idee, aber müsst ihr immer sagen, wie kriegt man Quecken weg? Also wirklich Quecken, wie es aussieht wie ein Rasen. Ne? Das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Was nach und nach am Kommen ist, sind die Elektroverfahren. Werden jetzt einige sagen, ja, aber die Auswirkungen, naja, Leute, wenn ich da 5-mal mit einer Bodenbearbeitung rüberballer, sind die Auswirkungen auch nicht geringer, als wenn ich einmal mit Elektro darüber fahre und vielleicht ein paar Insekten treffe. Wobei ja die ersten Studien sagen, es hat keine große Auswirkung aufs Bodenleben. Aber ja, die Frage ist, wie würde man das hinbekommen? Das ist ja nun die Frage. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Wir haben jetzt noch den kompletten Mais zu legen. Ich wollte jetzt erst hier über das verlängerte Wochenende Pflanzenschutz machen. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Wir haben beim Nachbar fertiggelegt den Mais. Das war ja die letzte Folge. Und ich konnte jetzt sozusagen, gestern war ich im Konzert mit Lisi, obwohl perfekte Spritzbedingungen waren. Davor die ganze Nacht habe ich ziemlich Pflanzenschutz gemacht. Ich habe ein Fungizid noch gefahren in 30 Hektar Weizen, die betroffen waren. Die Gerste haben wir Fungizid und Wachstumsregler, auch die hatte Mehltau. Müssen wir uns unbedingt noch eine AKF angucken. Und ich habe dann Wachstumsregler auf die kompletten anderen Hektar gefahren, die noch offen waren. So, das
zieht sich natürlich alles, bis man es in die letzte Ecke gefahren hat, immer wieder anmischen, fahren. Die Spritze ist nicht die größte, 6000 Liter ist für viele enorm groß, aber ja, du machst halt auch nur 30 Hektar pro Füllung. Dann war ich mit Lisi im Konzert heute Nacht, also wir waren in Berlin, jetzt machen wir weiter. Heute ist ja der 1. Mai, heute ist Feiertag und morgen geht es dann weiter. Meine Jungs haben jetzt auch frei gehabt, teilweise 3 Tage, teilweise 2 Tage, je nachdem welcher Fahrer das war. Das war mir eigentlich wichtig, weil wir haben letztes Wochenende durchgearbeitet, dass wir jetzt da wieder ein bisschen runterkommen. Und dann will ich ab morgen anfangen Mais zu legen in Schicht, bei mir 200 Hektar und dann rechtzeitig übersetzen zum Nachbarn. Nachbar ist es nicht, zum anderen Betrieb. Und nächste Woche habe ich mir mit Lisi eine Woche AIDA gegönnt. Und glaube ich, ist auch ganz cool, weil ich sehe die beiden eigentlich nahezu nur schlafen. Und dann glaube ich, freue ich mich da auch total und will auch wieder Zeit mit Anton verbringen. Und das war letztes Jahr auch ein ganz geiler Zeitraum, weil es war alles im Prinzip fertig. Wenn der Mais drin ist, sind wir erstmal durch. Haben dann meistens so eine Woche, 10 Tage Pause und dann geht es nachher weiter wieder mit Pflanzenschutz. Ne? So, und dann nachher kommt auch der erste Schnitt bei uns, der ist ja meistens Ende Mai. Und demzufolge passt das sehr gut und wir haben eine Woche AIDA. Wir sind ja AIDA-fiziert, hat uns sehr, sehr gut gefallen und da freue ich mich auch drauf. Habe echt Lust drauf. Und man muss auch ehrlich sagen, letztes Jahr sind wir nach Griechenland geflogen. Dieses Jahr waren wir schon einmal auf AIDA. Und um ehrlich zu sein, wo wir jetzt bei den aktuellen Preisen kannst du halt 2-mal AIDA fahren, für einmal 10 Tage fliegen. So, das ist ja also utopisch teuer geworden. Und da haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch lieber nochmal mit AIDA fahren. Ich wollte unbedingt mal diese Fjordtour machen, also an den Fjorden lang. Ich bin ja so ein Typ, der gerne sich Landschaften anguckt und von daher freue ich mich darauf. So, für die jetzt wieder sagen, den Landwirten, denen geht es aber gut, 2-mal im Jahr im Urlaub fliegen. Ja und? Zumal es ja nicht mal von Landwirtschaft bezahlt ist, sondern wir haben ja auch noch andere Einnahmensquellen. Aber das ist so ein komisches Ding, irgendwie, keine Ahnung. Du darfst arbeiten, du darfst 300 Stunden im Monat arbeiten ohne Probleme, aber du darfst dabei kein Geld verdienen, das ist in Deutschland ganz, ganz wichtig. Und sowieso nie Geld verdienen, das ist in Deutschland ja eine ganz große Gefahr. Schönes Wetter auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch noch 16 Grad. Das ist viel, viel wärmer als ursprünglich angekündigt. Es sollte eigentlich wieder Frost, 2-mal hintereinander Frost geben. Hatten wir gar nicht. Wir hatten jetzt 6, 7 Grad nachts. Das heißt, der Boden ist auch schön warm und das sind auch jetzt ideale Bedingungen für den Mais. Haben wir eigentlich gut ausgesessen, diese ganze Debatte. Und dann geht es morgen los, Mais legen in Schicht, 200 Hektar. Keine Ahnung. Also wenn wir richtig Gas geben, haben wir den 3 Tagen drin. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dann hätten wir Freitag noch Kolster. Ja, Samstag geht es für mich weiter. Na, die Jungs sind ja sonst hier. Detlef kann man auch mit den Jungs ohne Probleme alleine lassen. Und der würde alles so umsetzen, wie ich das gerne hätte. Ja, ich fahre jetzt erstmal die Nacht durch, Leute. Ich glaube, es sollte hoffentlich nichts kaputt gehen. Dann bleibt es auch dabei. Und dann sehen wir uns, glaube ich, morgen in der Maislege wieder. Ich werde auch gleich mal den Stream anschmeißen. Da bin ich nicht ganz so alleine. Und letztens habe ich Doku abends geguckt, ist eher so ein Hören. Doku gucken ist eher so ein Hören in der Kabine. Beim Spritzen war auch beim Weizen, da ist die Fläche über 1 Kilometer lang. Und da kann man das ohne Probleme machen. Aber wie gesagt, ist eher so ein Doku hören. Und ein Punkt, den ich auch euch gleich mal ansprechen wollte zum Sensor. Also der Sensor gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut, der Isaria-Sensor. Da gibt aber einen Punkt, der mich tierisch nervt, und zwar ist das Ding für die Nacht, der Bildschirm ist viel zu hell. Ich bin tatsächlich so ein Typ, ich bekomme so ein Kopfschmerz, so ein Augenstechen, also so ein Schmerz von den Augen her, wenn die ganze Zeit im Dunkeln mich was anleuchtet. Und das ist ja im Dunkeln, könnt ihr euch vorstellen, ist das ja nicht wenig. Also du hast den Bildschirm, den kannst du im Nachtmodus umstellen, total fein. Der Bildschirm, der geht auch im Nachtmodus, auch super. Aber der ist unfassbar hell. Trotz Nachtmodus. Also der Nachtmodus ist eher so ein Dark Mode. So, aber es sind trotzdem so viele Passagen hell. Das muss ich sagen, das ist ein Kritikpunkt, weil das gefällt mir gar nicht, diese Helligkeit. Da bin ich übelst sensibel, aber ansonsten funktioniert das eigentlich alles ganz gut. Wenn man sich da mal ein bisschen mit reingefuchst hat,
Dann versteht man auch das Ganze ganz gut. Und man muss natürlich sagen, es ist nach wie vor nur ein Sensor. Ne? Leute, es ist kein Roboter, der euch irgendwie eine Entscheidung oder so abnimmt. Das heißt, ihr müsst schon fest entschlossen sagen, was heißt fest entschlossen? Ihr müsst zum Beispiel jetzt sagen, ich muss mal hier ein bisschen beim Gulli aufpassen. Ihr müsst zum Beispiel sagen, ja, ich will jetzt hier, keine Ahnung, noch 50 Kilogramm Stickstoff streuen. Und dann gibt ihr ihm die Parameter vor. Ja? Und das heißt, daraufhin entscheidet der. Ja, der ist ja natürlich, der muss ja auch irgendwelche Daten haben, weil du kannst damit nicht losfahren und der sagt sich, oh, jetzt streue ich mal hier 30 N und da 80 oder so. Nee, der braucht ja irgendwie Anhaltswerte. Das heißt, der übersetzt eigentlich deine Entscheidung auf deinen Acker rauf. Ja? Aber das ist nicht so, dass du dich dann gar nicht mehr mit der Düngung befassen musst. Das ist definitiv nicht so der Fall. Aber für die, glaube ich, die damit einen nächsten Schritt wagen wollen, ist das eine gute Entscheidung, finde ich auf jeden Fall. Weil wenn man sich die Karten, die Satellitenkarten anguckt, die haben halt teilweise einen unfassbaren Delay. Also ich übertreibe nicht, aber da gibt es wirklich Tage mit Bewölkung und so, dass man 6 Wochen keine Daten hat. Und das kann ich euch zeigen. Das ist wirklich so. Es gibt Zeiträume, da hast du so lange keine Daten. Und gerade wenn du dann auf diese Entscheidung los willst und willst Wachstumsregler fahren oder so, ist das kompletter Müll. Also du brauchst wenigstens maximal eine Woche. Aber eine Woche ist schon alt, weil du kannst 5 Tage warmes Wetter haben, es wird mega wüchsig und der Bestand steht mit mal komplett anders da. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Das heißt, das ist eine ganz geile Sache, um Potenzialkarten zu entwickeln. Und auf Potenzialkarten kannst du halt Entscheidungen treffen, sowas wie Gülle-Applikationen, also Langzeitnährstoffe oder Langzeit nicht, Makronährstoffe, andere Makronährstoffe oder du kannst die Aussatzstärken damit bestimmen. Das ist eine super Variante und du kannst auch anfangen, Nährstoffe anhand dessen zu verteilen. Aber das Ding ist genauer, definitiv, weil der guckt sich ja wirklich einzelne Zonen an und das ist ja viel, viel sensibler halt als das. Ja, also das, was ich vorher gemacht habe, hat sicherlich gut funktioniert, aber das ist noch ein bisschen genauer. Wir gucken uns das an, nochmal am Rechner und dann zeige ich euch, was ich und wie ich entschieden hätte. Aber ich weiß schon, also ich kann euch jetzt schon sagen, es ist komplett anders, wie ich mich entschieden hätte. Aber wenn man in dem Moment immer auch den Bestand dazu sieht, denkt man immer so, ja, das stimmt. Ja, der sieht schon fett aus. Ja, das kann man machen. Da haben wir einen anderen Versuch übrigens, da wo der Stab jetzt steht. Da haben wir einen Versuch angelegt mit Bodenbakterien. Und zwar sollen die sehr gut gegen diverse Pilze sein, so unter anderem wie Sklerotina auch. Haben wir im Unterfußdünger mit eingemischt und mit abgelegt. Laut Hersteller funktioniert das. Haben wir erstmal einen kleinen Versuch gemacht und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, wenn was funktioniert, würde ich da euch den Namen auch sagen. Ansonsten lasse ich das lieber. Vielleicht, man weiß ja nie, ein Jahr ist kein Jahr und Anwendungsfehler gibt es ja auch genug. Bis dann erstmal. Und damit willkommen zurück. Schönen guten Morgen. Wir haben kurz nach 4, ja gut, 4:45 Uhr inzwischen. Wir haben heute Mittwoch, den 3. Mai und das ist mein zweiter Tag heute. Heute mein zweiter Tag. Das ist mein zweiter Tag beim Maislegen. Ich habe ja den Pflanzenschutz fertig gemacht. Ich war um 3 Uhr nachts fertig. Genau, und habe gestern früh dann um 10 Uhr wieder angefangen. Leider ist einer meiner Jungs ausgefallen und einer hat Urlaub. Gut, nächstes Jahr denke ich mir so, naja, den Urlaub schiebst du vielleicht eine Woche danach. Aber ich habe gedacht, naja, wir waren ja auch mit dem Striptill früh dran und wir haben aber jetzt ein bisschen länger gewartet mit dem Maislegen, weil es auch einfach kalt war. Jetzt ist es aber warm oder wärmer. Wir haben gerade 7 Grad draußen und gestern hatten wir auch tagsüber schon 16. Also jetzt sind optimale Bedingungen eigentlich. Das heißt optimal, wärmer kann es immer sein für den Mais, aber absolut kann man sagen, wir können Gas geben. Wir haben jetzt hier auch angefangen bei dem Stück, wo wir die größten Probleme mit dem Striptill hatten, wo der Boden sehr, sehr klumpig war. Und da kommen wir auch zur ersten Frage vom letzten Vlog, was viele wirklich interessiert haben, gefragt, was meine ich mit trockene, wenn man trockene Schollen hochholt.
Und zwar gibt es tatsächlich so krasse Bodenverdichtung, dass wenn man die dann aufbricht und diesen Boden nach oben holt, dann ist der komplett trocken. Egal wie nass das Jahr war, aber der ist halt so eine krasse Schicht so zusammengedrückt, wie Schollen halt. Und das haben wir auf dem Stück hier ungefähr da, wo eine 36 Meter Fahrgasse immer war, so Vorgewände außen rum, Vorgewände nicht, hier um so ein Wasserloch, wo es richtig lehmig war, da konnten wir das feststellen. Wir waren ja hier vor 2 Jahren im Frühjahr zumeist mit dem Tiger, aber ich denke, wir werden nur auf 20 gegangen sein. Und jetzt mit dem Striptail waren wir auf 30, sodass wir deshalb die trockenen Schollen hochgeholt haben. Ich habe aber auch nochmal mit Vollmer telefoniert und kann euch sagen, er meinte jetzt, wo er das gesehen hat mit dem Boden, hätte er vielleicht gesagt, dass die Einstellungen, die ich hätte fahren sollen, genau das Gegenteil waren, wie ich es gefahren habe. Also nicht mehr entlasten, sondern sogar mehr belasten, dass die Schare mehr Zug bekommen. Und er meinte dann einfach noch mit höherem Druck auf eine Steinsicherung fahren, damit die Räder das halt wirklich runterdrücken. Hätte man ausprobieren müssen, habe ich jetzt aber nicht. Aber fürs nächste Jahr würden wir das dann nochmal so probieren in der Variante. Wie gesagt, das ist das einzige Stück hier. Und das scheint auch dieses Jahr ein Jahreseffekt mit den sehr deutlichen feuchten Bedingungen zu sein. Weil wir waren ja hier noch nicht mit Striptail, aber im Sommer da hinten. Und da ist ähnlicher Boden bei unserem Raps. Und hier hinter der Hecke sind unsere Sonnenblumen. Da hatten wir jetzt teilweise ähnliche Probleme, aber als wir da vorletztes Jahr zu Mais waren, hatten wir die Probleme gar nicht in trockenem Boden. Also es ist tatsächlich so ein Jahreseffekt von den feuchten Bedingungen. Wir haben das ja jetzt wie folgt gemacht. Wir haben ja vorher mit der Scheibmecke gefahren. Hier hatten wir Striptail schon fertig und dann haben wir hier danach nochmal mit der Scheibmecke gefahren, weil wir einfach schon 5 Hektar Striptail gemacht hatten, im unberührten Boden sozusagen. Und sind das gestern nochmal nachgegüttlert. Das zeige ich euch nachher nochmal, wenn wir ein bisschen Licht haben. Also wenn wir hier fertig sind, sollten wir Licht haben, dann zeige ich euch das Arbeitsergebnis. Svenny war gestern gleich dicht dran, den habe ich aber heute, morgen, übermorgen erstmal verkauft als Zubringer. Und ich denke mal, der wird das dann Samstag, wenn wir das hier fertig machen. Und dann, glaube ich, reicht das auch mit Güttlern, glaube ich, weil die anderen Flächen sind eigentlich gut. Da brauchen wir es nicht. Das sind halt sehr, sehr sandiger Boden und sehr krümeliger Boden. Aber der hier halt nicht. Ja, und wir haben es, nach dem Güttlern sieht es auch echt gut aus. Und dann ist es auch glatt. Man muss jetzt auch sagen, das wippt jetzt hier drinnen auch ein bisschen. Es ist ein bisschen uneben geworden. Definitiv, teilweise ist es wirklich uneben geworden. Das kotzt mich selber ein bisschen. Pardon. Das stört mich selber ein bisschen. Aber wir können es erstmal jetzt nicht ändern. Ich habe es da, wo es nachher extrem schlimm war, habe ich nachher so richtig, wir haben da so eine Senke, so ein Wasserloch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Dunkeln sieht. Da haben wir das so gemacht, dass sich das oberflächlich ausgebracht haben und wir haben es dann eingeschaltet. Da bin ich halt oben drauf, also nur mit dem Striptail rübergefahren und habe es ausgebracht, weil da ging es wirklich nicht. Da war es wirklich so lehmig, schollig, da ging es nicht. Aber da sieht es jetzt, das jetzt halt glatt. So. Nach dem Güttlern sieht es auch gut aus. Und was ich noch sagen wollte, die EDX hat tatsächlich auch sehr Auswirkungen auf das Wackeln und Schwanken. Also es ist ja so, jetzt ist es auch gerade voll. Das heißt, wir haben 3 Tonnen Dünger im Nacken. Ja, und die hängen ja komplett auf die Unterlenker drauf. Und ich habe kein Gewicht vorne in der Achse. Und dadurch hast du vorne wirklich, ist es ein bisschen leichter und dadurch veränderst du wirklich den Fahrkomfort der Maschine. Ja? Du kannst ihn natürlich wirklich bis zum Arsch ballastieren, fährt sich dann super smooth, aber ist ja nicht zielführend für deinen Acker. Wenn wir halt das gehoppelt mal ein bisschen in Kauf nehmen. Luftdruck, wir fahren 0,6 Bar auf beiden Reifen. Auf alle 4, also vorne und hinten. Genau. Und die EDX fährt 1,2, glaube ich. Die hat natürlich auch deutlich mehr Last zu tragen. Gerade Straße muss man da ja wirklich, wenn alles hochgeklappt ist. Jetzt geht's ja. Jetzt sind die Geräte, jetzt ist das alles im Boden. Es schleppt die ja nur den Dünger und den Dünger teilen wir uns ja noch sozusagen mit dem Trecker. Aber beim Ausheben und gerade Straße ist es natürlich ein Faktor, den man da beachten muss. Genau, das wäre erstmal das zu der Maisaussaat. Ansonsten legen wir den 5 cm tief, aber das gucken wir uns auch nochmal an, wenn das
hell draußen ist. Aber ein anderer Punkt, Leute. Die neue Fendt-Kabine. Was hat sich Fendt eigentlich dabei gedacht? Jede Nacht, jeden Morgen, wenn Tau ist, wenn Feuchtigkeit ist, kommt hier Wasser runter. Da, jedes Mal, jeden Morgen, jede Nacht. Man hat da immer Tropfstellen. Was haben die sich dabei gedacht, die Jungs? Das darf denen noch nicht passieren. So ein entscheidender Fehler. Aber ansonsten, Licht ist schön und der Träger ist nach wie vor schön. Viele fragen, wie viele Stunden hat er jetzt runter? Da. 2222,7. Und er wird jetzt 2. Also mit dem Anfang des Maislegens ist er eigentlich 2 geworden. Im ersten Jahr hat er ja eigentlich die Güllesaison nicht mitgekriegt, weil er zu spät geliefert wurde. Genau. Aber so, ich bin der Meinung, letztes Jahr haben wir hier bei 800 Stunden angefangen. Demzufolge hätte er jetzt 1400 in einem Jahr gemacht. Müsste man nochmal die Vlogs vor einem Jahr gucken. Aber über 1000 hat er definitiv gemacht. Genau, so viel dazu. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Bahn. Vorgewende ist ja hier fertig. Und wir legen ja aktuell hier 85.000 Grad. Das ist immer das, was noch interessiert. Und wir legen auch teilflächenspezifisch. Wie ihr seht, hier ist eine Kartierung hinterlegt. Ich habe für alle Flächen eine Kartierung gemacht. Und in den dunklen roten Zonen werden sozusagen mehr Körner gelegt. Da wir gehen jetzt hier auf 90.000. 90.000 ist hier gerade das Soll. Und in den hellen weniger. Hier ist aber insgesamt guter Boden, sodass ich hier nur bis 7,5 Körner auf der Sandkuppe reduziere. Und auf den sandigsten Böden gehe ich dann schon mal bis 6 runter. 6 Pflanzen auf den Quadratmeter. So, und hier sieht man halt den Vereinzelungsgrad. Das heißt, das kommt gerade aktuell wirklich tatsächlich raus. Manchmal ist ein bisschen weniger, manchmal ist ein bisschen mehr. Man muss aber auch sagen, das ist aber auch so ein bisschen der Durchschnitt. Ah gut, er ist gerade auf 80.000 gegangen. Das ist gerade auch so ein bisschen der Durchschnitt der letzten Sekunden. Also ist nicht der aktuelle Wert. Aber wenn wir jetzt hier so 80.000 haben, dann kommen gerade 82.000 und 84.000 raus. Das ist aber auch okay, denn wir müssen ja auch die Keimfähigkeit mit beachten, dass ein paar Körner mehr rauskommen. Und das ist auch so ein Punkt, den ich teilweise nicht richtig nachvollziehen kann. Wir haben überall bei den Saatgütern Keimfähigkeiten drauf. Nur beim Mais nicht. Bei Mais haben wir in der Tüte 50.000 keimfähige Körner. Und wir haben aber da oft 60.000, 65.000 Körner in der Tüte. Versteht ihr? Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, alles klar, du hast nur eine Keimfähigkeit von 90%, dann müsstest du ja mehr Körner legen, weil 10% kommen ja nicht hoch. Das weißt du aber beim Mais nicht. Und das ist so krass. Ich habe ja beim Nachbarn jetzt schon fertig gelegt und er ruft mich an und sagt, Alter, wir haben 17 Einheiten übrig behalten. Das kann nicht sein. Ich habe genau passend bestellt. Er sagt, ich habe das durchgerechnet, du hast 75.000 Körner auf den Quadratmeter, auf den Hektar gelegt. Ich sage, nein, wir haben 85.000 eingegeben und dann kommen die auch raus. Und das ist so der Punkt. Ich bin ja abends da selber gefahren. Ich weiß, dass immer ein paar mehr rauskommen, als du einstellst, weil du hast eine gewisse Doppelbelegung. Wenn du zu wenig hast, dann hast du die Abstreifer zu dicht, aber das hatten wir nicht. Bin ja selber gefahren und es war nur eine Sorte. Und ich kann ja hier im Gerät reingucken, der zählt ja jedes einzelne Korn über die Lichtschranke. Und habe dann nachgeguckt und habe tatsächlich so viel Körner und habe gesagt, ja, wir haben 89.000 Körner im Durchschnitt gelegt. Ja, also wir haben ja natürlich noch ein bisschen Überlappung dabei, trotz Section Controllers ja trotzdem ein bisschen Überlappung und dies, das, jenes. Und dann sagt er, wie kommt das? Und dann habe ich gesagt, naja, die Keimfähigkeit. Die Jungs müssen ja nicht raufschreiben, wie viele Körner tatsächlich drin sind. Und das finde ich auch ein bisschen bescheiden. Aber das ist die Frage an euch. Gibt es einen Saatgutvermehrer, wo ihr wisst, die schreiben die Keimfähigkeit auf die Tüten rauf? Also wäre mal interessant zu wissen, weil das ist so ein Punkt, den kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen, warum das nicht gemacht wird. So modern wollen wir sein und das kriegen wir nicht hin. So. Soweit erstmal. Wir gucken nachher noch einmal draußen uns das Ganze an. Ja, und dann soweit. Am besten, wenn es Licht ist, gucken wir uns den Rest an. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, ist aber auch kalt, ey. Ist aber auch kalt, Leute. Schöne Lichtstimmung, ne? Gerade schon ein Foto gemacht. So, das ist so ein bisschen mit die schlimmste Zone hier. Und ihr seht, Hannes hat auch mal schweren Boden. Entscheidend ist jetzt,
wenn man sich das hier anguckt, dass das Saatkorn trotzdem vernünftig gebettet liegt. Ne, ihr seht, wir haben hier relativ krümeligen Boden, das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns das Saatkorn angucken, wo wir anscheinend keinen finden. Oder haben wir es gerade hier so tief gelegt? Nee. Das ist ja ein schöner Vorführeffekt. Ich habe gerade eben so im Boden geguckt, da habe ich es gefunden. Jedenfalls müssen wir hier ein Saatkorn finden, Leute. Liegt es hier tiefer? Da ist es. Da. Ja, das ist entscheidend, dass es schön gebettet liegt. Ja? Dass wir krümeligen Boden drumherum haben und dass der Wasserfluss sozusagen zum Korn hin gewährleistet ist. Das heißt, das ist gar nicht entscheidend, dass es oben drum krümelig ist oder nicht. Aber man kann zum Beispiel sowas mal haben, ja, dass eins oben drauf liegt. Kann man sicherlich, vielleicht ist das wegen dem Stein hier hochgehopst. Es reicht schon aus, dass ein Seerad über so einen Stein geht und dann hopst es einmal kurz hoch. Aber das ist im Prinzip entscheidend. Wenn man hier so buddelt, hier oben drauf kann es ruhig so grob sein. Aber wenn man hier reinguckt, der muss hier halt, da ist es, der muss es hier gut gebettet liegen. Das ist entscheidend. Also oben drauf ist eigentlich egal. Was aber entscheidend ist, zum Beispiel bei der Wirkung des Herbizids, wenn wir ein Bodenherbizid einsetzen, dann darf es schon sehr krümelig oben an der Oberfläche sein. Und so sieht es nach den Güttlern aus. Das heißt, bis hier ist gegüttlert. Ja, seht ihr den Unterschied? Und ab hier nicht mehr. Und da macht die wirklich einen guten Job, diese Klumpen zerkleinern. Muss man auch sagen, wenn wir jetzt hier im Folgejahr Direktsaat oder sowas machen wollen, wäre es schon geil, wenn die halt schön fein und klein sind. Ne? Und da muss man auch echt sagen, auf diesem Boden hat das mit einer Claydon, die Aussaat, hervorragend funktioniert. Keine Klumpen, vernünftige Saatgutablage, ebenes Saatbett. Das war krass. Also das ist wirklich verrückt, wie gut das funktioniert. Was wir natürlich auch haben, wenn der Boden noch ein bisschen schwerer und feuchter ist, so wie hier, dann können wir natürlich auch das haben, dass der Schlitz so ein bisschen offen steht. Auch das verhindern wir dann natürlich, wenn wir da noch ein bisschen nachwalzen, dass wir das sozusagen wieder zudrücken. Ja, oder man hat hier doch schon mal eins, was oben drauf liegt. Sicherlich kann man dann noch mit noch mehr Schardruck fahren, aber dann haben wir haben ja verschiedene Zonen. Das heißt, hier ist so eine Lehmkuppel, da hinten wird es sandiger und da wird es sandiger. Und wenn wir dann zu viel Schardruck fahren, dann hat man das wieder, dass das Saatkorn da sehr tief kommt, dann werden die Dämme döller. Und dann hat man natürlich auch Auswirkungen auf den Samenschlitz an sich. Den drückt man dann richtig doll zusammen und dann hat man tatsächlich so eine Samenschlitzverdichtung. Ja? Dann wachsen die Wurzeln wie so ein V drumherum. Man muss da einen Kompromiss finden. Die müssen alle gut gebettet liegen und wenn man im Groben und Ganzen hier rüber guckt, sieht man ja kein Samenkorn. Das heißt, wir sind jetzt hier abgegangen, ich glaube, ich habe 3 Stück gesehen. Da wäre noch wieder eins. Ja, also ab und zu kann man schon eins verkraften. Es kommt ja auch manchmal zustande, weil man es auch nicht sieht. Vielleicht ist da auch wirklich noch ein Stein unter, dass das Gerät hochgehopst ist. Aber im Groben und Ganzen liegen die ja alle drinne. So, aber ihr seht, das ist schon sehr, sehr schwerer Boden hier. Wirklich schwerer Boden. Hat aber auch eine scheiß Struktur, wenn man sich das mal anguckt. So, wenn man sich den Boden hier mal anguckt, der ist halt, da krümelt ja gar nichts. Der hat kaum Poren. Da ist mal ein Loch. Das müssen wir deutlich besser hinkriegen. Und wenn man sich das hier auch anguckt, dann ist das so schichtenweise. Seht ihr das? Da so eine einzelnen Zonen. Das ist keine gute Bodengare. In den meisten Fällen fehlt in der Regel sehr viel Organik schon mal. Also Humus, Organik. Und da muss ja auch eine vernünftige Struktur aufbauen, der Boden. Also ein bisschen mehr in Ruhe noch lassen. Noch eine Zwischenfrucht und dann sehen wir mal. Ja, ach so. Ach so, Leute, dann soll es das gewesen sein. Ich glaube, für diese Folge. In der nächsten Folge legen wir dann weiter meist und dann gucken wir mal. Genau, dann legen wir noch den Sortenversuch an. Wieder wie jedes Jahr. Schauen wir mal, wie wir vorankommen. Bis dann.